Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, Zamir hat mein letztes Video angeguckt und er kennt sich ja mit Wein ein bisschen besser aus wie ich. Und er hatte zu mir gesagt, ich soll mal auf meinem Land mal aufbauen, was es so gibt äh, an, ähm, an Wein. Und ja, das habe ich dann auch mal getan. Und ja, Hallöchen. Hallöchen und Servus. So, was habe ich jetzt da nicht richtig erklärt beim letzten Video? Nenne es einfach Teil 2. Du hast es richtig erklärt, das ist der Teil 1. Okay. Ja. Im Teil 2 gehen wir mal richtig rein in die Materie Wein, weil es gibt 2 Möglichkeiten. Die alte und die neue. Ja. Die alte Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn man Wein machen will, ne, sieht man hier diese mega großen Felder hier. So groß wie ein Haus. Das Da sind die passt da alten. passt da passt da passt da passt locker mal mein Haus drauf. Weintrauben nehmen, in die Presse, Fass füllen, fertig. Ne? Das ist ja die alte Variante. Richtig. Und da gibt's halt noch 'ne Variante, da geht man halt mal bisschen tiefer rein. Und da, ist mir mal zu Ohren gekommen, dass da die meisten die Probleme haben, weil sie da nicht durchsehen. Was ihr hier seht, das sind die ganzen, na ja, Fabrikaturen. Ob's die noch gibt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht geguckt. Das sind die alten. Das Also, die sind gibt's die nicht mehr. alten. Nein, das sind die alten. Man kann sie aber noch nutzen. Ja, das ist zum Beispiel für Kartoffel. Dann gibt's für Getreide. Es gab früher für jedes extra, wie mir immer Ach ja, sagen, stimmt, für da kommt jeden es. extra gab es ein Behälter, wo man Wein, zum Beispiel für Honigwein und Honigbier und so, ne, so ein bisschen. Und das haben sie alles ersetzt und das haben sie hier zwei neue gemacht. Ne? Ich mache mal hier auf. Und da seht ihr, da kann man Kapas machen, Sugo, irgendwas. Mein Englisch, Quain, Sulz und diesen Kakaowein, ne? Und hier mache ich auch mal auf, da seht ihr das. Da kann man Honig, diesen neuen Lama machen und den Quark, wo ich zu sage dazu und auch Quain Reis und ne, also verschiedene kann man da machen. Nur das Also, muss als man natürlich umstellen oder einstellen und das kann bis zu einer halben Stunde dauern, circa eine halbe Stunde, bis man anfangen kann. also, ist das noch so geblieben, dass du noch aus verschiedenen Ressourcen, so wie Kartoffeln, Getreide und der ganze Bums, noch schön Wein machen kannst? Richtig. Aha, Solltet ihr natürlich, mit. solltet ihr natürlich bestimmte Weine beziehungsweise jeden Wein extra machen wollen, spricht sich ja von sich selber, dann braucht ihr die Behälter mehrmals. Ne, wenn ihr zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann bräuchtet ihr die Dinger 6-mal, wenn ihr immer nur ein Wein machen wollt, ne, und wollt es nicht dauerhaft umstellen. Dann Ja, braucht ihr das jedes Mal 6-mal. ja, fürs Umstellen kann man ja machen, ne? Rausnehmen, raussetzen, einstellen. Richtig. Ne, das wäre so die einzige Variante. Oder man holt sich halt so schön, ne, 6 Stück. Aber ich glaube, das geht ins Geld, glaube ich. Ach ja, wer Linden hat, ne? Ja, gut, ja, klar. Wer Wer Litten hat, kein Problem. Geld hat, der kann das. Das ist kein Problem. Aber was ich eher meine, das ist das, was ich so 'n bisschen fabriziert habe, auch vielleicht in naher Zukunft vielleicht wieder praktizieren werde, das weiß ich noch nicht, ist die Nummer hier. Ja, ich habe keine Seeds mehr. Hm. Mhm. Die Seeds dafür, die sind unterschiedlich. Vorne an der Tafel seht ihr eine Seite. Die Seite wird unten hoffentlich auch verlinkt. Denke ich mal schon, dass das Kleinsämmelchen macht. Ja, macht Das er. sind das sind halt die Buchstaben, ähm, die charakteristisch für Weine sind. Man kann hier noch, wenn man jetzt nicht weiß, welche Buchstabenkombi man hat, kann man die Reben, die hier rauskommen aus diesem kleinen Feld hier, kann man die Reben hier in dieses Ding hier reinmachen und dann kann man halt abwägen, welche Buchstabenkombination das sind. Was diese einzelnen Buchstaben zu bedeuten hat, das seht ihr an der Seite.
Wie zum Beispiel A ist Rotwein, B ist Weißwein, C ist Rosenwein und so weiter. Ne, die verschiedenen Gene halt, die verschiedenen Weinsorten, Geschmäcker und was nicht alles. Gibt's auch bei öffentlichen G&S-Märkten zu kaufen, Das die auch, ja. Nummer. So, die Seeds, davon sehen ungefähr, guck mal hier hin, das ist so eine kleine Kiste hier, so eine kleine viereckige Kiste, steht Cuttings drauf. Ja, So sehen die halt aus. Man muss halt aber auch wissen, welche Kombination man hat. Mein Tipp dazu, macht euch einen Ordner, wo ihr sagt, okay, das ist die und die Kombination, extra Ordner, Rebe rein, fertig. Oder Reben oder Seeds. Ja? Man kann auch Weine miteinander kombinieren. Geht auch. Damit man halt ein bisschen immer wieder was rauskriegt. Die längliche Box, die hier ist, die kennt wahrscheinlich jeder, die kriegt man zu kaufen auf dem G&S-Markt, beziehungsweise kann man sich erangeln. die hier meint er, ne? Das sind die halt die 4 Gene, die 4 Reben, die man dann halt rauskriegt. Die man dann halt bepflanzen muss, gedeihen lassen muss und dann hat man halt irgendwelche Kombinationen, die random, ausfällt. Ne? Richtig. Und das passiert halt quasi in dem Ding. Das Ding hier. Damit habe ich sehr viel gearbeitet. Mit den Dingern. Und den Dingern hatte ich vorneweg mal 6 Stück. Oha. Also es empfiehlt sich, die Dinger mal ein paar mehrmals zu kaufen, damit man halt, 'n bisschen Experimente mit seinen Weinen machen kann. Ja, Der wie best gesagt, der die beste Wein ist natürlich, wenn du halt, verschiedene Buchstaben hast. Also, wenn du jetzt zum Beispiel A 00000 hast, zum Beispiel, das ist eigentlich Schrott. Weil wenn man mal guckt, dann hast du nur einen Rotwein und alles nur auf 0000 heißt gar nichts. Das heißt, das Ding schmeckt nach Holz, wenn du so willst, ne? mhm, Wenn du halt dann halt an jeder Stelle einen Buchstaben hast, am besten keinen doppelt, meinetwegen A, B, C, D zum Beispiel, dann hast du eigentlich 'n guten Wein. Und die sind auch richtig teuer. Glaube ich mir. Die gehen für richtig gute Weine gehen, glaube ich, mal für 50 oder 100 Linden mal über die Ladentheke, wenn du die machst. Und aus denen lässt sich natürlich auch wunderbar Wein machen. Habe übrigens noch 'n Weinfass da hinten stehen. Weiß jetzt aber ja, grad nicht, welcher Wein das war. Komm mal mit. Komm mal mit, ich zeige dir. Das Fass hier, das habe ich mal gemacht. Das stammt noch aus meiner Sammlung. okay. Und das stammt halt von solchen Feldern, wie ich den da habe. Ich glaube, das ist sogar 'n Weißwein oder so. Keine Ahnung. Ne, ich weiß es auch nicht mehr, weil da jetzt nur drauf steht Wein 2024. Ne, also das ist bei den Weinen immer so, dass man halt sagt, dass man halt dann, ne, diesen Wein, sage ich mal, im Jahre 2024 hergestellt hat. Ja, 'N paar Jahre warten, dann ist der wieder auch fertig. Und die müsst ihr auch wirklich gären lassen, ne? Also, die müsst ihr dann halt wenn ihr die Trauben habt, ab in die Presse, ne, in die Presse reinknallen und dann abfüllen in die Fässer und dann müsst ihr halt die Dinger 'n paar Tage stehen lassen. Das geht nicht im Inventar. Ihr müsst sie wirklich draußen stehen lassen, so paar Tage. Ich glaube, 'ne Woche oder so. glaube. Ja, Und dann könnt ihr dann hier in Fässern abfüllen und hier in verschiedenen Gläsern. ja. Fässer abfüllbar oder halt auch in Flaschen. Die meisten werden wahrscheinlich hier das Ding hier nutzen für Flaschen oder halt für Fässer. Das kann schon sein, ja. Für Die Kochwein oder so, irgendwie so was. Kochwein könnt ihr jeden Wein verwenden. die Dinge hatte man früher auch, angeln können hier, aber die gibt's nicht mehr. Die haben sie rausgenommen. Warum eigentlich? Keine War doch Ahnung. eigentlich geil, so richtig schön mit Weinflaschen und so weiter. Na ja, ist ja auch egal. Also
2 Methoden gibt es. Wer da halt mal richtig reingehen will, muss sich halt mal hier mit der Seite ein bisschen vertraut machen, bisschen mal gucken, was das so ist und halt mit den Reben. Ne, es gibt ja auch ein paar Schilder, die man kaufen kann. Da kann man sich hier die Reben halt kennzeichnen, welche Kombination das ist. Ja, und wie ich schon am ersten Video gesagt habe, wenn die immer auf 50% sind, da kann jetzt nichts passieren, weil da keine Seeds drin sind. Aber wenn da 50% drin sind, da könnt ihr jedes Mal wieder eure Reben da rausholen und könnt sie hier, äh, wie ich immer sage, vervielfältigen oder halt Das wachsen ist lassen. richtig. Oder halt kombinieren, weil ihr seht ja, das sind 6 Gene, glaube ich, oder 4. Ich glaube 4. 4 Gene sind's, ne? 6, wenn ich richtig sehe, oder? Eins, 2, Ja, 3, 4, 5, 6 irgendwie. ja, aber Gene gibt's, glaube ich, nur 4, glaube ich, Keine bei Ahnung. dem bei dem Ding hier. Da sind's, glaube ich, nur 4, also nur 4 Reben. Das heißt, wenn ihr die vervierfältigen wollt, 4 mal 50% warten, Rebe nehmen, Rebe da rein und dann könnt ihr die vervielfältigen. Und ihr müsst für jeden Buchstabe, also würde ich euch empfehlen, ich weiß nicht, wie das richtig ist, aber von meiner Seite aus würde ich euch auch empfehlen, für jeden Wein halt auch, spricht sich auch schon ein bisschen die Logik draus, für jeden Wein halt beschriften und ne, machen und auch wirklich 'n Ordner, weil wenn das rauskommt, ist nicht beschriftet. Richtig, Ne, heißt es halt hier nur so hier, ne, ne? Cutting wenn ihr heißt das denn. Cupping, ja, oder Cutting oder wie auch immer. Wenn ihr das dann da rausholt hier, ne, dann müsst ihr vorher euch wissen, was ist es für ein Buchstabe. Das steht dann zwar hier oben drüber, aber nicht mehr, wenn ihr es rausritzt, ne? Dann steht das nicht mehr. Das heißt, einen Ordner machen mit der Buchstabenkombination, da die Seeds rein oder die Cuttings reinmachen, fertig. Ne, dann hat man da eine bessere Übersicht. Ihr müllt euch zwar das Inventar dazu zu, aber das ist halt, ne, wer richtige Wein machen will, muss es halt machen. Ach, ist doch in Real Life genauso. Na ja Man klar, da haben kauft sie ja sich ri da weil haben sie ja man riesengroße Archive, wenn ich so will. Ja, richtig, oder Weinkellern oder sonst wie. So, Ne? Und das wird dann von Verwandten zu Verwandten weitergegeben, so nach dem Motto. Familienbetriebe. Oder so, ja. Ja, also das war so eigentlich, oder? Im Wie Groben und gesagt, Ganzen war's das, ne? Ich habe gedacht, was ne, das können wir noch mit reinnehmen, das kann man noch so 'n bisschen erklären als Teil 2. Das war so meine Idee, nachdem ich mal das Weinvideo gesehen habe. Und du weißt ja, mit Wein, na ja, habe ich ja mal gemacht. ja, du, aber Da nö, kenne ich mich ja 'n bisschen aus mit. das ist mir ein bisschen, für mich persönlich ist das einfach, ja, Zu viel. zu viel, richtig. Ja, es ist viel, aber es ist interessant, ganz besonders, wer sich mit der Seite bisschen auseinandersetzt. Also, Richtig, das ist schon interessant. Und es dauert wirklich arschlange, bis du da mal 'n guten Wein hast. das stimmt. Also, mit einem so 'nem Weinfeld kommst du da bestimmt nicht hin. Da empfehle ich mal so vorneweg mal so 10 Stück oder so. Und es gibt ja aber auch verschiedene G&S-Märkte, wie gesagt, wo da dann die Weinreben von A bis weiß ich wie viel Buchstaben da gibt, kaufen könnt, ne? Richtig, Für geschwungene Linden. richtig. Und richtig guter Wein geht, glaube ich, so für was habe ich mal gesehen, so 100 Linden oder wenn nicht sogar mehr. Ja, Das ist je nachdem, welche Buchstabenkombination man hat. Wenn man halt immer verschiedene Buchstaben hat, an jeder Stelle hat, das sind, glaube ich, 6 Stellen. Wenn man da se 6 verschiedene Buchstaben hat, ist das schon Top-Wein. richtig. Ja, das ist schon relativ interessant. Aber na ja, Jo, wird doch gewusst, das sind doch 6 Positionen, die man hat. jo. Siehst du, das kann ich ja auch noch mal erklären. Ihr seht ja auf der zeig doch mal die Seite Ja, jetzt den Zuschauern. Ihr seht ja ja, oben, ne, die Position. 'Ne Gene-Position 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja. 6 Positionen. Also muss man ja auch gucken, welcher Buchstabe steht an welcher Position. Hast du Mhm. jetzt, Beispiele. An Position 1 meinetwegen ist 'n A. Mhm. Dann hast du schon mal einen Rotwein. Okay. Wenn du an der dritten Position meinetwegen noch 'n A hast, dann hast du 'n Holzwein. Dann hast du 'n roten Holzwein. Okay. Du siehst ja, 'ne A ist ja eigentlich ist 'n Rotwein, er ist sanft an zweiter Stelle und an dritter, vierter, fünfter, sechster Stelle ist es halt Holz. Mhm. Das heißt, wenn du einen Wein hast, der nur aus A besteht, dann hast du 'n Holzwein, wenn du so willst. Weißt, wie ich meine? Mhm. Ja, und das ist halt, ne, das ist halt so 'n bisschen die Schwierigkeit. Man muss halt mal gucken: „Ah, an erster Stelle, gut, dann habe ich schon mal 'n Rotwein. Gut, okay, dann meinetwegen habe ich dann meinetwegen ein K meinetwegen an dritter Stelle oder ein J an zweiter Stelle zum Beispiel. Gucke ich mal, ne, J, Stelle 2, Position 2. Ah, Corona oder das Corona oder was das da ist, keine Ahnung, ne? So kann man sich halt die Dinge raussuchen dann und halt bestimmen, ob das 'n guter Wein ist oder nicht. Es ist kompliziert, aber es macht Spaß, muss ich sagen. Ja. Wer dafür Interesse hat, der wird damit seinen Spaß haben. Sage ich gleich. Und das hat dann halt in deinem Video eigentlich diese Thematik hier mit den Buchstaben, das habe ich so 'n bisschen vermisst bei dir. Ah, okay. Ich Deswegen habe zeig ich mir gedacht: „Okay, zweiter Teil, machen wir mal daraus.“ so, ich zeige uns mal von vorne, nicht, dass wir uns alle nur so von hinten vom Rücken her sehen. Okay, dann stelle ich mich mal hier mal so 'n bisschen so hin, so. So, jetzt steht er. So. Ne, ich zappel hier rum wie so 'n Zappelphilipp. Ja, warum auch immer. Ja, kennst mich doch, immer was zu tun. Ja, also, ne? Das ist ungefähr so jetzt 18 Minuten lang das Video geworden, Doch, sollte reichen. circa. Und ich dürfte mal sagen, das würde so reichen. Wenn ihr nur Fragen habt, entweder speziell an Wein, könnt ihr natürlich Zippo anschreiben, ne? Weil da habe ich ehrlich Oder gesagt, wir gehen den Landweg, eben ihr schreibt halt die Blonde neben mir an, ne, oder mal einfach schön liken, kommentieren da unten drunter unterm Video, tut nicht weh. richtig, Glocke aktivieren für, ne, nix mehr verpassen. richtig. Jo, Und auch mal bei ihm beim Kanal so Schleim. Der neben mir hat auch so 'n Kanal, der Zippo, ne? Habe ich auch Schleimbolzen. Schleimbolzen, genau, habe ich auch unten tue ich auch unten mit verlinken. Also, da auch mal die Glocke betätigen. Tut ja auch nicht weh, ne? Ja, da muss ich auch mal wieder 'n bisschen was machen, aber was? Keine Ahnung. Okay, also, bis die Tage, eure Sandy und Euer Zamir. Tschüssi. tschüssi.